Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute geht es um das Thema Grafik, Grafikeinstellungen, welche Einstellungen ich benutze, wie das Spiel in gut versus schlecht aussieht quasi, also was sind so die maximalen Grafikeinstellungen, wie sieht das Spiel damit aus und was sind die, sag ich mal, eher Einstellungen, mit denen man persönlich besser spielt, einfach nur weil die Performance dann besser ist, und wir wollen das einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und ich werde euch jetzt erstmal an zwei Beispielen demonstrieren. Das ist jetzt einmal in Astria. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil hier hat man tatsächlich mehr als man denkt, Grafikeinflüsse. Jetzt gerade habe ich quasi alles aufs Minimum gestellt. Und es sieht auch sehr basic aus, würde ich sagen. Also es bewegt sich kaum etwas. Es ist kein Wetter eingestellt, kein Gras und gar nichts. Es sieht einfach so ein bisschen plain aus. Und jetzt stehe ich an derselben Stelle, zur selben Tageszeit. Und man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Ja. Es sieht einfach alles irgendwie ein bisschen cleaner aus. Die Texturen sind besser. Gut, der Wettereffekt natürlich jetzt in Astria, aber deswegen war ich jetzt auch extra in Astria, weil es in Astria halt permanent schneit. Das heißt, hier hat man permanent einen Wettereffekt, was man sonst natürlich eigentlich fast nirgendwo haben sollte. Normalerweise wäre das einzige große, also meistens was wettermäßig kommen würde, wäre wohl Regen. Aber man sieht schon wirklich einen, ja, ich würde sagen, bedeutenden Unterschied. Ob es das halt wert ist, das muss jeder für sich entscheiden. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich merke jetzt schon, dass es wirklich einfach deutlich ja, mehr Leistung zieht. Ne? Also mein PC ist am Röcheln, traurigerweise. Und ja, aber wie gesagt, man sieht schon wirklich einen deutlichen Unterschied. Das sieht wesentlich besser aus. Ich habe gleich noch ein zweites Beispiel für euch. Ja, und das zweite Beispiel ist jetzt auch wieder einmal hier in Gut. Hier sehen wir jetzt auch das Wasser, und das Wasser hat auch einen speziellen, ja, Stellenwert bei der Grafik. Das werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt die Grafikeinstellungen runterschrauben. Das sind jetzt die guten Einstellungen, die wir gerade in Astria als zweites hatten. Und jetzt switche ich wieder auf die schlechten. So sieht das Ganze jetzt mit katastrophal schlechten Einstellungen wieder aus. Also, ich habe jetzt noch die Ansicht ein bisschen runtergestellt. Das finde ich ja persönlich geistesgestört. Jetzt hast du hier einfach plötzlich komplett Wolkenmeer. Du siehst einfach gar nichts mehr. Das habe ich so tatsächlich auch noch nie benutzt, diese Einstellung. Aber ja, der größte Unterschied ist tatsächlich das Wasser, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Also man hat ja quasi keine Effekte, wenn ich mich im Wasser bewege. Also da plätschert nichts, da kommen keine Ringe oder so. Das Wasser ist einfach wie, ja, einfach wie tot quasi. Man merkt eigentlich gar nicht, dass es Wasser ist. Es sieht einfach aus wie normaler Boden sozusagen. Also es ist auch pretty crazy. Und ja, das ganze Gras ist natürlich weg. Generell die Texturen sehen einfach voll unscharf, schlecht aus einfach. Und ja, also ich denke mal, man erkennt einen deutlichen Unterschied. Und jetzt gehen wir zusammen die Grafikeinstellungen ein bisschen durch. Was macht was quasi? Also was sind die Einstellungen, die tatsächlich den größten Unterschied bringen, wodurch man halt tatsächlich auch merkt, okay, hier und da verändert sich mehr oder weniger. Und dann zeige ich euch, wie gesagt, noch meine Einstellungen. Also ich persönlich bin auch jemand, ich bevorzuge Leistung über Grafik. Also ich würde gern, dass das Spiel immer perfekt aussieht, aber leider ist es halt nun mal so, dass es dann einfach mehr, naja, Leistung zieht. Und dass man das halt dann, naja, gegebenenfalls nicht so ganz hinnehmen kann, weil die Leistung halt doch wichtiger ist als reine Grafik. Und wir bleiben natürlich hier bei den Vatankas, um das jetzt perfekt hier zu demonstrieren, was sich ändert, wenn wir was umstellen. Wir müssen auf Optionen gehen. Da kommt ihr einmal, wenn ihr auf Menü drückt und dann auf Optionen hin. Und die beiden Reiter, die für uns jetzt eine Rolle spielen, sind Video und Grafik. Alle anderen Reiter haben mit der Optik quasi absolut nichts zu tun. Wie in den meisten Videospielen haben wir hier aber doch eine mittlerweile relativ große Auswahl an Einstellungen. Wie gesagt, die gab es auch zu Beginn von Flive Universe noch nicht alle. Also Underwater-Effekt spielt jetzt hier zwar keine Rolle, der wurde im Nachhinein hinzugefügt. Lichter wurde, glaube ich, im Nachhinein hinzugefügt. Ich glaube, Rim-Umrisse wurde hinzugefügt. Und dann wurde auch noch hinzugefügt der Wasserqualitätsfilter. Bei Nachbearbeitung bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was da schon vorher war. Ich glaube, der Farbenblindenmodus wurde irgendwann mal hinzugefügt. Auf jeden Fall, es wurden sehr viele neue Einstellungen hinzugefügt. Was jetzt genau von Anfang an da war oder nicht, ganz ehrlich, spielt ja auch keine so große Rolle. Aber ja, wir haben ja auf jeden Fall nochmal krasse neue Funktionen. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Also erstmal Texturen. Texturen ist natürlich wie in den meisten Spielen schon ziemlich wichtig. Man sieht es hier, wenn wir das aktivieren, tut sich jetzt erstmal nicht viel. Wir müssen erst noch auf Bestätigen klicken. Und man sieht aber schon doch hier einen deutlichen Unterschied. Also hier war gerade schon noch ein ziemlicher Pixelteppich. Das sieht jetzt schon mal auf den ersten Blick deutlich besser aus. Auch das Wasser sieht von einem Schlag auf den anderen doch tatsächlich ein bisschen anders aus. Genau. Dann Schatten, maximale Qualität. Auch hier wieder, gut, Schatten ist halt immer so eine Sache. Manche Leute mögen tatsächlich auch einfach gar keine Schatten. Also es hat nicht wirklich was mit
sieht es besser oder schlechter aus zu tun. So, und hier ist es sehr subjektiv, würde ich sagen. Also manche Leute finden das tatsächlich auch schlechter oder hässlicher. Und Ansicht spielt, wie gesagt, vor allem deswegen eine Rolle, weil wir hier gar nichts sehen. Also vor uns müssten jetzt eigentlich Bäume sein, noch viel mehr Monster müssten wir sehen. Das ist quasi einfach nur, wie weit können wir gucken. Und hier gibt es halt quasi von sehr niedrig bis extrem alles. Und extrem ist halt wirklich, ich kann bis dahinter gucken. Ja, und allein diese paar Videoeinstellungen, die wir jetzt gemacht haben, merkt man schon, die machen schon einen gigantischen Unterschied, was jetzt hier einfach das Gefühl angeht, dass man überhaupt was sieht zum Beispiel und wie man es halt auch sieht. Wie gesagt, dass es gar nicht mal verpixelt ist. Was man dann hier unten noch einstellen kann, also abgesehen von FPS, aber FPS hat jetzt mit der Grafik, wie es aussieht, zumindest nichts zu tun, ist die Auflösung. Die Auflösung hat auch wieder mehr was mit dem Verpixelten zu tun. Allerdings ist es mehr wie, als würde man halt durch eine Linse gucken oder durch eine Brille, die einem quasi nicht passt, so ungefähr, die falsche Auflösung hat, die falsche Stärke. Und ja, das sollte man mindestens auf 100% haben, meiner Meinung nach. Knapp unter 100% geht auch noch. Also unter 100% ist eigentlich ja, fast inakzeptabel. Und dann bin ich mir gar nicht so sicher, was sich wirklich ändert bis 150%, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also vielleicht sind meine Augen zu schlecht, um das zu erkennen. Aber ich persönlich erkenne da jetzt keinen gigantischen Unterschied. Ich würde sagen, so pauschal, es sieht schon ein bisschen besser aus, doch mal. Aber wirklich vielleicht so 2%. Also ja, das ist so eine Einstellung, auf die kann man wahrscheinlich verzichten. Aber wie gesagt, auf 100% sollte man es schon machen. Weil wenn man hier so auf 80 oder so geht, merkt man schon wirklich direkt einen Unterschied. Okay, das sollte man eher nicht machen. Dann Field of View ist tatsächlich auch irrelevant, was die Grafik angeht. Da geht es nämlich einfach nur darum, was sehen wir. Das heißt, hier geht es um das Rauszoomen. Also beziehungsweise das, was der Charakter in einer Aufnahme sozusagen sieht. Und das kann man halt auf 140 stellen. Oder halt zum Beispiel auch auf hier 84. Und dann sieht man halt, okay, jetzt ist es mehr so rangezoomt und mehr Close-Up sozusagen. Und wenn man es halt ganz hoch stellt, dann hat man halt hier so einen riesigen Überblick. Fast schon zu groß, weil man sieht gefühlt alles. Und das will man vielleicht in manchen Situationen gar nicht. Also genau, ich sage euch das später noch, was ich habe. So, aber jetzt sieht es schon mal deutlich besser aus als gerade eben. Das war aber nur die halbe Miete. Das Wasser sieht immer noch nicht so wirklich gut aus. Es hat auch immer noch keine Effekte, wenn wir uns darin bewegen. Und auch so fehlt uns hier noch ein bisschen so Gras, Texturen und so fehlt da irgendwie trotzdem noch. Und dafür müssen wir in die Grafik gehen. Ja, Gras hat tatsächlich eine eigene Einstellung, also nicht nur Texturen hochstellen, sondern Gras kann man nochmal extra aktivieren und deaktivieren. Also es gibt so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, Mindestgras irgendwie. Also obwohl ich Gras gerade deaktiviert habe, sehe ich trotzdem Gras. Also ich kann es euch nicht erklären, warum. Es ist einfach so, akzeptiert es einfach. Aber jedenfalls, wenn ihr denkt, oh, das ist ganz schön wenig Gras, dann habt ihr wahrscheinlich das Gras deaktiviert. Und ihr seht schon, plötzlich gibt es hier saftige Wiesen und alles ist voller Gras. Allein das fügt schon mal so viel Lebendigkeit hinzu, als einfach nur diese plain Bodentexturen. Ja, egal ob diese Bodentexturen verpixelt sind oder nicht, ohne das Gras sieht es einfach schon mal deutlich schlechter aus. Genau. Dann Umriss sieht man jetzt beim Charakter, glaube ich, ganz gut, wenn man den aktiviert. Das ist halt einfach diese klassischen Comic-Linien, sage ich mal, die den Charakter quasi ein bisschen definieren. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Macht es keinen gigantischen Unterschied, aber wenn man so genau auf Details achtet, dann wird man es auf jeden Fall merken. Dann Rim-Umrisse, das ist so etwas, was ich persönlich nicht so leiden kann. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn es dunkel ist, wenn man sich in dunkleren Gebieten aufhält. Weil ihr seht schon, die Monster leuchten jetzt von innen heraus, mein Charakter leuchtet von innen heraus. Und alles, was man mit interagieren kann quasi, hat jetzt diese Umrisse. Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt tagsüber zum Beispiel ist, also jetzt ist gerade Tag, es ist ja alles hell und so, da finde ich, ist das eher irritierend. Und nur wenn man jetzt wirklich in einer Umgebung ist, wo es sehr dunkel ist, finde ich, braucht man das wirklich. Also das ist so eine Einstellung, die grafisch jetzt eigentlich auch nicht so einen riesigen Unterschied macht, sondern das hängt jetzt eher davon ab, naja, bin ich in der dunklen Umgebung oder nicht. Dann Wetter, habe ich ja schon gesagt, das kommt halt drauf an. In Astria zum Beispiel gibt es immer den Schneesturm eigentlich. Hier gibt es jetzt gerade kein Wetter. Das kann sich aber jederzeit ändern. Also es kann dann zum Beispiel das Regnen anfangen oder so. Also wenn ihr es aktiviert habt, dann kriegt ihr das halt mit. Wenn ihr es nicht aktiviert habt, dann seht ihr das nicht. Besondere Effekte bezieht sich vor allem auf Character-Effekte, Setleuchten, Waffenleuchten und solche Sachen. Und auch Skill-Effekte. Das heißt quasi, wenn ich jetzt hier einen Skill mache, sehen wir nichts. Und wenn ich besondere Effekte aktiviere, dann sehen wir die Animation von dem Skill. Ja, das heißt, es bezieht sich vor allem auf Character, Waffen, Effekte und Skill-Animationen. Das ist eigentlich so 90% oder fast 100% von dem, was besondere Effekte ausmacht. Dann Anti-Aliasing sollte eigentlich Kantenglättung machen. Ich persönlich kann ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken. Also ich habe es jetzt gerade deaktiviert. Oh ne, jetzt war es aktiviert.
Genau, und ich kann hier tatsächlich absolut kein Beispiel finden, wo man das irgendwie sieht. Also jetzt ist es deaktiviert. Und jetzt aktivieren es wir wieder. Ja, und ich finde einfach absolut keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Also wenn ihr einen Unterschied seht, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Das ist eine Einstellung, die ich persönlich jetzt hier noch nicht wirklich beobachten konnte, was sie macht. Dann Lichter bezieht sich halt auf Lichtquellen. Die haben wir jetzt hier tatsächlich nicht so wirklich. Aber das ist zum Beispiel so ein Lagerfeuer in Coral Island kann das sein oder in Astria oder so. Die kommen damit ein bisschen besser zur Geltung, spenden quasi auch wirklich mehr Licht, so blöd es auch klingt. Und der Underwater-Effekt ist einfach auch Coral Island only eigentlich. Da kann es halt sein, dass man komplett unter Wasser ist mit dem Charakter. Da gibt es halt Gebiete, die sind wirklich unter Wasser. Und da hat man dann so einen Blaufilter drüber. Und wenn man das nicht mag, dann kann man das hier quasi deaktivieren. Also mit dem Underwater-Effekt sieht es halt die ganze Zeit so aus, als wärst du unter Wasser und alles ist bläulich sozusagen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann klickst du das einfach raus. Und dann sieht alles so aus wie jetzt hier, wie es wäre man an Land. Genau, das war jetzt mal diese Einstellung hier. Also für die maximale Grafik solltet ihr im Endeffekt alles aktivieren, außer Rim-Umrisse. Wie gesagt, das ist jetzt das, was halt persönlich abhängig ist oder wo man ist. Und Underwater-Effekt genau das gleiche. Also das sind die beiden Effekte, die sehr, subjektiv sind, beziehungsweise Underwater-Effekt halt wirklich nur in Coral Island überhaupt eine Rolle spielt. Dann haben wir aber hier drüben noch die Nachbearbeitung und die erweiterten Shader. Die Nachbearbeitung, oder fangen wir erstmal mit den erweiterten Shadern an. Das ist eigentlich vor allem wegen dem Wassereffekt relevant, denn wenn wir das hier aktivieren, dann können wir jetzt hier die komplette Optik von allen Gewässern in Flyth, Flüssen, Seen, Astria zum Beispiel, der Frostsee, wo die Mammuts drin sind, das ist, glaube ich, einer der größten Wasserkörper, abgesehen von Coral Island. Das ist sowas, wo man das wirklich pervers gemerkt hat, dass sie das eingeführt hatten, wie krass doch der Unterschied ist. Wenn man jetzt selbst hier beim Vatankas so ein kleiner Fluss, Teich, See, whatever, wir aktivieren das und hier ist die Wasserqualität sogar noch auf wenig und es sieht einfach schon so tausendmal viel geiler aus. Und im Endeffekt, was man hier tatsächlich noch machen kann mit Mittel und Hoch, ist einfach vor allem die Distanz, in der das Wasser eben gut aussieht, kann man damit noch erhöhen. Das Wasser selbst sieht damit jetzt nicht nochmal unbedingt sehr viel besser aus, aber es sieht schon wirklich pervers gut aus, ja. Jetzt haben wir eben auch die vollen Wassereffekte, wenn wir da reinspringen und so, ist einfach richtig, richtig cool. Genau, also das trägt schon mal, also sollte Wasser in der Nähe sein, von da, wo ihr levelt. Das macht wirklich den größten Anteil, finde ich, an der Grafik aus mittlerweile, diese erweiterten Shader. Dann die Nachbearbeitung. Hier haben wir jetzt noch 2 Zusatzeffekte. Die haben nochmal Tiefenschärfe und Blüte hier hinzugefügt. Und zwar Nachbearbeitung an sich macht schon mal oder sorgt schon mal dafür, dass alles einfach permanent dunkler ist. Und Tiefenschärfe sorgt dafür, dass es nochmal so eine Abstufung gibt zwischen dem, was wir quasi in der Weite sehen, dass das quasi verschwommen ist und damit auch nochmal für eine bessere grafische Wahrnehmung, I guess, sorgt. Also wir können nicht mehr so weit in die Ferne gucken und damit wirkt halt alles, was näher ist, scharf und alles, was weiter weg ist, unscharf und ist damit halt auch einfach irgendwo realistisch. Und Blüte, das haben wir jetzt hier leider auch nicht, diesen Blüte-Effekt. Das ist persönlich auch so ein Effekt, den kann ich euch gleich nochmal in Astria zeigen. Der sorgt dafür, dass gewisse Objekte, die zum Beispiel grundsätzlich schon mal sehr hell sind, dass die noch heller sind. Und diesen Blüteneffekt, diese Überstrahlenqualität heißt das hier quasi, die kann man dann nochmal separat einstellen. Das kann ich euch jetzt hier gerade nicht zeigen, weil es hier gerade keinen Blüteneffekt gibt. Oder vielleicht dieses Schild da hinten. Könnte das was sein? Nee. Ja, zeige ich euch gleich nochmal in Astria. Und dann gibt es noch die Farbenblinden-Modi. Gut, das sollte jedem klar sein. Das ist natürlich jetzt nichts, was man einfach so aktiviert, weil damit sieht halt alles für den Normalgebrauch natürlich eher komisch aus. Und genau, also es ist halt für Leute, die hier irgendwelche Einschränkungen haben im Sinne der Sehkraft. Genau, normalerweise macht ihr also keinen Farbenblinden-Modus rein. Und das sind eigentlich alle Grafikeinstellungen, die es gibt. Und damit kann man schon wirklich sehr viel ändern. Also von dem, was wir jetzt gerade angefangen haben, wenn ihr es euch nochmal ins Gedächtnis ruft von gerade eben, ja, sieht schon wirklich tausendmal besser aus, muss man sagen. Und jetzt haben wir in Astria, hier kann man das nochmal gut demonstrieren mit dem Blüteneffekt. Und zwar sieht man es bei den Fackeln ganz gut. Also alles, was leuchtet, leuchtet damit nochmal so ein bisschen stärker. Es kommt aber wirklich auf die Umgebung an, also es ist jetzt nicht einfach pauschal überall, sondern es gibt wirklich einfach Objekte, die sind davon betroffen und es gibt halt viele Objekte, die sind nicht davon betroffen. Also man sieht jetzt hier vor allem bei diesen Fackeln und dem Schnee darunter und dem Kristall da hinten. Wenn man das hier aktiviert und deaktiviert, dann, naja, glüht das so richtig innerlich nochmal so ein bisschen zusätzlich. Und das kann man hier mit den Überstrahlenqualitätseinstellungen auch nochmal ändern.
Das Einzige, was mich hier, glaube ich, ein bisschen verwirrt, also ich glaube, es ist falsch rum. Also ich glaube, wenig heißt hier viel, mittel ist mittel und hoch ist wenig. Weil wenn man sich das mal anguckt, ich meine, der Kristall hier hinten zum Beispiel strahlt jetzt eigentlich, naja, ein kleines bisschen stärker. Ja, und wenn ich es auf wenig mache, dann kannst du ihn kaum noch angucken. Das ist der gefühlt so hell wie die Sonne in Blau. Und ja, ich glaube, das ist hier irgendwie durcheinander gebracht worden. Aber kann auch einfach nur ein Übersetzungsfehler tatsächlich sein. Also da bin ich 100% sicher, da bin ich jetzt auch noch nicht wirklich schlau draus geworden. Ich habe diesen Effekt tatsächlich aber auch immer deaktiviert, deswegen habe ich damit jetzt noch nicht so ultra viel Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, insgesamt merkt man auf jeden Fall, man kann hier echt viel verändern. Und ich finde vor allem in Astraea ist es immer mit dem Hell und Dunkel und mit diesen Fackeln und so schon sehr atmosphärisch und sieht einfach richtig geil aus. Aber jetzt geht es ja um die Frage, wie spiele ich tatsächlich? Also was ist jetzt leistungstechnisch dann vielleicht doch besser? Weil cool aussehen ist natürlich die eine Sache, aber man will ja keine Frame-Drops zusätzlich nur wegen der Grafik haben. Und es soll zwar halbwegs gut aussehen, aber halt auch spielbar sein für Leute, die halt kein so gutes Gerät haben, was die hier maximalen Grafikeinstellungen jetzt halt vielleicht nicht packt. Ja, und dann haben wir jetzt meine Einstellungen gerade drinnen. Ich würde sagen, meine Einstellungen sind so genau das Mittelmaß zwischen es sieht gut aus und es sieht richtig schlecht aus. Also ich glaube, ich bin so genau in der Mitte. Also mein Spiel sieht jetzt nicht ultra geil aus, weil ich halt viele von diesen zusätzlichen Effekten nicht aktiv habe. Aber es sieht jetzt auch nicht katastrophal schlecht aus, so wie wir es vorhin am Anfang hatten. Ja, und wie ich das hinbekomme, dass das so aussieht und halt aber auch eine ganz gute Leistung erzielt, ist folgendes. Also Texturen habe ich auf hoch, ich finde auf niedrig kann man sich das echt nicht geben. FPS, wie gesagt, spielt keine Rolle. Schatten habe ich tatsächlich auf sehr niedrig. Sehr niedrig heißt effektiv eigentlich, ja, mehr oder weniger deaktiviert. Also nicht ganz deaktiviert, aber wir können noch mal kurz auf maximale Qualität stellen versus sehr niedrig. Also es ist basically keine Schatten eigentlich. Hat einfach damit zu tun, dass Schatten doch einen relativ großen Impact haben auf die FPS. Und ich persönlich finde halt, sie fügen jetzt nicht so ultra viel hinzu. Wenn man natürlich die maximale Grafik will, klar, dann sind Schatten wichtig, weil sie einfach auch Lebendigkeit ins Bild bringen. Aber ich finde einfach, jetzt rein fürs Gameplay merkt man kaum, dass sie da sind oder nicht da sind. Und deswegen habe ich sie auf sehr niedrig. Ansicht habe ich nicht mehr auf extrem. Am Anfang hatte ich Ansicht auf extrem. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist so weit, das braucht man niemals. Also die extreme Ansicht, die ist so weit, dass man quasi Charakter oder Monster sehen kann, die so weit wegstehen, dass sie zum Beispiel nicht mal mehr im Party-Range-Modus sind. Also der Party-Range-Modus hört dann früher auf, als die maximale Sichtweite, die ihr habt. Und ich finde allein das ist ja extrem unsinnig, weil du siehst jemanden und denkst, er ist in Reichweite, aber er ist eben nicht in Reichweite, weil du siehst ihn zwar, aber er steht außerhalb des Party-Reichweite-Modus sozusagen. Und das ist ja auch komplett bescheuert. Also ich meine, was bringt mir das dann, dass ich so weit sehen kann, wenn das weiter ist, als das Game effektiv funktioniert sozusagen. Und deswegen habe ich mich darauf festgelegt, auf sehr hoch zu machen. Man sieht es vor allem hier, wie weit, also extrem ist einfach viel zu krass. Also du musst es mal reinziehen. Das da hinten ist Storm Peak, ja. Das hier ist das ist der Eingang zu Storm Peak. Warum zur Hölle muss ich das von hier aus sehen? Zähl euch mal rein, wie weit das weg ist. Das ist einfach ein Drittel der ganzen Karte. Kein Mensch muss so weit sehen können. Also wenn man einen sauguten PC hat und das unbedingt braucht, kann man das machen. Aber effektiv ist das einfach komplett unnötig und man braucht es einfach im Gameplay in der Praxis nicht. Dann Grafik. Seht ihr schon, habe ich einfach fast alles deaktiviert. Ich habe die erweiterten Shader, das ist das mit dem Wasser, damit das Wasser so geil aussieht. Ich finde, das ist schon wichtig, weil das alte Wasser, ich mache es nochmal aus, das kann man sich halt echt nicht geben. Das sieht so kacke aus einfach. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass das Wasser hier diesen coolen neuen Look hat. Ich finde, das fügt einfach so viel hinzu. Immer wenn Wasser in der Nähe ist, ist das einfach der Must-Have von den Einstellungen her. Dann Gras genau das gleiche. Hier allein schon, hier wäre jetzt einfach gar nichts, ja, oder so ein ganz kleines bisschen versus Boom, alles voller Gras. Klar, fügt jetzt auch nicht so ultra viel hinzu, aber es ist einfach so ein bisschen, es sieht einfach besser aus, als wenn es nur die blanken Bodentexturen sind. Und ja, ansonsten habe ich alles deaktiviert, wie gesagt. Ich meine, viele von den Effekten, habe ich ja selber schon gesagt, fügen jetzt auch nicht immer was hinzu. Es kommt drauf an, wo man ist, ja. Und entsprechend standardmäßig habe ich es ja deaktiviert. Wenn man es dann unbedingt haben will, kann man es ja je nach Situation auch wieder aktivieren. Der Vorteil mit diesen Einstellungen ist eigentlich, es sieht immer gleich aus, das Game. Egal, wo ihr seid, es sieht immer gleich aus. Und ihr werdet zum Beispiel nicht von Wetter beeinflusst und so. Also es ist einfach FPS-technisch sehr freundlich, diese Einstellungen. Aber zeitgleich jetzt grafisch auch nicht das Schlechteste. Es ist, wie gesagt, so ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen, zwischen der besten Grafik und der schlechtesten. Und ja, hängt einfach damit zusammen, dass ich ja doch mit FPS-Drops zu kämpfen habe.
Und wenn ich halt, wie gesagt, die maximalen Grafikeinstellungen, wie ich sie euch vorhin gezeigt habe, aktiviert habe, dann, naja, läuft mein Game deutlich schlechter. Ich verliere eine Menge FPS deswegen. Und das ist es halt dann irgendwo mir persönlich einfach nicht wert. Aber ja, das waren so die Grafikeinstellungen Fly Universe Top vs. Flop. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Fly Universe Video oder Livestream wieder. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.